bin ein Hybrid. Es ist so schwierig, das zu beschreiben. Es hat nichts mit Autos zu tun. Es gibt von der Galaktischen Föderation, die nicht die Galaktische Föderation des Lichtes und nichts Esoterisches, sondern wirklich Butter bei die Fisch. Es gibt Extraterrestrische und die sind unter euch und die sind außerhalb der Erde wie Sand am Meer. Es gibt so viele Zivilisationen, auch in diesem Sonnensystem. Leute, die aussehen wie du und ich. Und diese Leute haben einen Zusammenschluss gegründet, nennt man Föderation. Und das ist notwendig letzten Endes, wenn man galaktisch reist und mit Raumschiffen von A nach B kommt, weil man einfach die technologische Entwicklung dazu erschaffen hat, braucht es auch irgendetwas, was diese ja, Raumreisen auch in einer gewissen Art und Weise überwacht und monitorisiert oder vielleicht auch Exopolitik betreibt. Sprich in dem Moment, wie mit dem Marinengesetz, wenn ich das Land verlasse und auf hoher See bin, gibt es ein marines Gesetz. Und im Grunde kann man sagen, die Galaktische Föderation ist das Raumgesetz. Und diese Föderation beobachtet die Erde schon seit vielen Tausenden von Jahren und hat sich gedacht, okay, wir helfen den Menschen ein bisschen, weil die Menschen nicht durch Evolution so geworden sind, wie sie sind, sondern durch künstlichen Einfluss negativer Extraterrestrischer. Das heißt, die Menschen waren mal früher so hoch entwickelt, dass sie Raumfahrttechnologie hatten. Man muss sich nur in der Zeit von Ägypten oder andere alte Zivilisationen anschauen, wo sie standen. Und letzten Endes hat die Föderation gesagt, wir helfen jetzt den Menschen, wir machen ein Hybridisierungsprogramm. Heißt, wir nehmen unsere Sternenvölker, verbinden die mit den Menschen hier und hoffen dadurch mehr Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Und aus dieser Produktion sozusagen stamme ich. Ich bin keine künstliche Intelligenz, weil es gibt Leute, die sagen, boah, die Lia, da kommen so krasse Sachen raus und die guckt immer so straight in die Kamera. Da muss eine KI dahinter sein oder irgendwas anderes. Nein, ist keine KI, das bin ich mit dem vollen Bewusstsein, wie ich es habe. Und das ist sehr, sehr, sehr extraterrestrisch, da ich auch im physischen Kontakt mit Extraterrestrischen bin. Bin zwar geboren hier in Deutschland, aber war auch durch das Hybridisierungsprogramm immer wieder in Kontakt mit Extraterrestrischen. Und der letzte echte physische Kontakt war im Jahr 2022, als ich dann wieder von dem großen Kontakt zurückgekommen bin. Und seitdem bin ich hier ohne physischen Kontakt mit der Galaktischen Föderation. Und aus diesem Hybridisierungsprogramm, das ich vorhin kurz erwähnt habe, stamme ich. Aber ich bin da nicht alleine. Es gibt sehr, sehr viele Hybride auf diesem Planeten. Einige sind in militärischen und politischen Situationen und arbeiten dort. Die allermeisten aber, und das sind die, die gar nicht wissen, dass sie Hybride sind wie du und ich unter den Menschen gemischt, leben ein ganz normales Leben und wissen gar nicht, dass sie ein Hybrid sind, weil das Hybridisierungsprogramm schon so weit fortgeschritten ist, dass man sagen kann, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist hybridisiert inzwischen. Jetzt spricht man von Hybridisierung, wir sprechen hier von DNS, also auch Ja, Feinstoff für DNS, nur dass das für die Zuschauer verständlich ist. nee, physische DNA. Wir sprechen Ja, hier von einer physischen Veränderung der ja. Genetik, die auch messbar ist. Und da passiert jetzt auch, glaube ich, ganz, ganz viel im Kollektiv mit der Menschheit an sich. Mhm. Was magst du uns vielleicht erklären, was dadurch im Kollektiv gerade auf DNS-technischer Ebene passiert? Auf der einen Seite haben wir eine Bewusstseinserhöhung ausgelöst durch Starseeds, Sternensaaten und durch Hybride, weil man kann sich vorstellen, die Menschen waren sehr, sehr isoliert mit ihrem Bewusstsein und das Bewusstsein der Menschen ist künstlich in diese Art Isolation gebracht worden. Ein Bewusstsein, bei dem ich geboren werde, meine Kindheit vergesse und von dem Moment nicht unbedingt mich so leicht erinnern kann, dass ich andere Leben habe, dass es andere Leben auf anderen Planeten gibt, die ich habe, weil die Erinnerungen, der Zugang zur Erinnerung fehlt. Sprich, ich bin ein Mensch und ich habe vielleicht eine Seele, vielleicht ist sie da, vielleicht ist sie irgendwo, ich weiß es nicht, weil ich kann mich ja nicht erinnern, was nach dem Tod passiert. Und ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Und das ist ein Symptom eines niedrigen Bewusstseins. Und zwar eines sehr, sehr künstlich niedrig erhaltenes Bewusstsein. Und die Hybride, die ein erhöhtes Bewusstsein in ihre Genetik rein verankert haben, haben ein höheres Bewusstsein in ihrer Genetik verankert, weil die Genetik ist der Transmitter des Bewusstseins. Man kann sagen, unsere DNA, unsere DNS auf Deutsch,
gesagt, ist sowas wie ein riesiges Skalarfeld. Und da ist mittlerweile die Wissenschaft schon auf den Punkt gekommen, dass die DNS ein Skalarfeld ist. Es heißt, eine Antenne ist, die etwas empfängt. Und dass die DNS entsprechend, je nachdem, was sie empfängt, auch verschiedene Dinge nur empfangen kann. Der eine kann das eine empfangen mit seiner DNS und der andere nicht. Woran liegt das? Weil die DNS eine Manifestation ist und ein Transmitter ist des Bewusstseins. Wie bringe ich jetzt ein erhöhtes Bewusstsein auf den Planeten? In dem Moment, in dem ich die DNS dazu in die Lage versetze, mehr zu empfangen, anderes zu empfangen. Und das funktioniert über dieses Hybridisierungsprogramm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich viele, viele, viele Tausende, Millionen von Hybride hier auf die Erde sehe, die in der Lage sind, ein hohes Bewusstsein zu empfangen, sprich ein hohes Bewusstsein besitzen, bringen diese Hybride dieses hohe Bewusstsein in das kollektive Unterbewusstsein hinein. Dadurch verändert sich das kollektive Unterbewusstsein, sprich der Status quo verändert sich, übersetzt heißt die DNA verändert sich.